Im Mittelalter konnte ein Kind eine Braut sein, und niemand hielt es für seltsam. Stellt euch die Szene vor. Ein ganzes Dorf feiert. Tische biegen sich unter Brot, Fleisch und Wein. Musik erklingt, Menschen johlen, tanzen, lachen. Doch in der Mitte ein Mädchen, 12 Jahre alt, ein weißes Kleid, viel zu groß für ihren zerbrechlichen Körper. Ihre kleine Hand zittert, gefangen in der Faust eines Mannes. Ein Mann doppelt so groß, 4-mal so alt. Er ist ihr Ehemann. Das Kind weint, doch das Dorf jubelt. Denn diese Ehe bringt Land, Silber, Macht. Für sie beginnt ein Leben ohne Wahl. Kein Spiel, keine Freiheit, nur Gehorsam, nur Regeln, nur Fremdbestimmung. Und über allem stand die Kirche. Sie entschied, wann ehelicher Verkehr erlaubt war. Über 100 Tage im Jahr war jede eheliche Beziehung verboten. An Sonntagen, an hohen Feiertagen, in der Fastenzeit. Sie griff ein, bis ins Ehebett, bis in die verborgensten Räume. Männer fanden Wege, sich zu entziehen, Frauen nicht. Sie waren Besitz, erst des Vaters, dann des Ehemanns, manchmal sogar der Obrigkeit. Dies ist keine romantische Geschichte. Es ist die Chronik von Angst, Unterdrückung, Kontrolle, ein System, dessen Schatten bis heute nachwirken. In den kommenden Kapiteln werden wir sehen, wie Kinder verkauft und gezwungen wurden, wie die Kirche die Intimität überwachte, wie Untreue zu Schande und Strafe führte, welche Tabus das Leben fesselten, wie Frauen entrechtet und gebrochen wurden, wie Ehen nichts als Bündnisse und Geschäfte waren, und welches Erbe uns noch heute verfolgt. Bleibt dran, denn diese Geschichte wird euch erschüttern. Und vielleicht erkennt ihr, das Mittelalter ist uns näher, als wir glauben. Im Mittelalter war die Ehe fast nie eine Entscheidung des Herzens, sondern ein kaltes Urteil der Familien. Stellt euch das vor, ein Kind, 12 Jahre alt, vor den Altar gezerrt, nicht geführt, die kleine Hand bebt, die Augen voller Tränen, neben ihr, ein Mann mit grauem Bart, doppelt so groß, 4-mal so alt, kein Märchenprinz, ein Fremder, ihr Besitzer, ihr Ehemann. Das Dorf tobt vor Freude, Trommeln donnern, Glocken kreischen, Stimmen brüllen, für alle anderen ein Fest, für das Kind ein Todesurteil der Kindheit. Könnt ihr es begreifen? Ein Kind, kaum der Puppen entwachsen, verurteilt zu einem Leben, das nie ihres war. Für die Familie zählte nur der Profit. Ein Stück Land, ein Sack Silber, ein mächtiger Verbündeter. Väter beugten sich über Pergament, setzten Siegel, reichten sich die Hand und verkauften die Zukunft ihrer Kinder, als wären sie Vieh. Für Adlige war die Ehe eine Waffe, ein Pakt, ein Bündnis, ein Schutzschild gegen den Feind. Für Bauern war sie Überleben, 2 Felder vereint, ein Schwiegersohn als Arbeitskraft, eine Sicherheit fürs Alter, bezahlt mit dem Leben der Tochter. Doch den Preis zahlten die Kinder. Viele Mädchen starben jung, der Körper zerbrach unter der Last. Andere überlebten, jahrzehntelang, gefangen in Ehen, ohne je zu wissen, was Liebe bedeutet. Man predigte, es sei Gottes Wille, doch die Wahrheit war Habgier, Macht und Angst, und über allem thronte die Kirche. Sie segnete diese Zwangsehen, sie schrieb die Regeln, sie griff ein, bis in die verborgensten Räume. Und die Frage bleibt, was geschah, als die Kirche begann, nicht nur die Seelen, sondern auch das Bett, den Körper und die Freiheit der Menschen zu beherrschen? Die Kirche im Mittelalter war nicht nur ein Ort des Gebets, sie war das allsehende Auge, das alles überwachte. Arbeit, Feste, Gedanken und sogar die intimsten Momente zwischen Mann und Frau. Stellt euch vor, ein Priester auf der Kanzel,
Seine Stimme dröhnt durch die kalte Steinkirche. Er verkündet, wann Eheleute sich vereinen durften. Und er verkündet, wann jede Berührung strengstens untersagt war. An Sonntagen war es ein Tabu, an hohen Feiertagen ebenso. Während der Fastenzeit, über Wochen hinweg, insgesamt über 100 Tage im Jahr. Die Kirche schrieb vor, was rein war. Alles andere galt als schwere Sünde. In Beichtbüchern standen endlose Listen. Regeln, härter und tiefer als jedes weltliche Gesetz. Ein Ehepaar, ertappt in einer verbotenen Nacht, konnte von den eigenen Nachbarn denunziert werden. Dann kam die Strafe, öffentlich, unerbittlich, ein Bußgang barfuß durch das Dorf. Kerzen in den Händen, der Boden eiskalt und voller Schlamm. Die Nachbarn tuscheln, Kinder spotten, alle starren. Könnt ihr euch vorstellen, mehr als 100 Tage im Jahr, ohne Nähe, aus Angst vor Demütigung und Strafe? Männer fanden Schlupflöcher, sie entkamen, Frauen jedoch hatten keine Wahl. Wurden sie ertappt, fiel die ganze Schande erbarmungslos auf ihre Schultern. Die Kirche predigte Reinheit, doch sie säte Furcht, eine Furcht, die jedes Haus durchdrang, eine Furcht, die tief in die Herzen kroch und sie knebelte. Wenn ihr mehr über das wahre Leben im Mittelalter erfahren wollt, abonniert unseren Kanal und schreibt uns, was euch an dieser Geschichte am meisten erschüttert. Doch diese Furcht war nur der Anfang, denn was geschah, wenn selbst die Treue zerbrach? Untreue im Mittelalter war nicht bloß ein persönlicher Fehltritt. Es war ein Vergehen, eine Schmach, ein Brandmal, das über die ganze Familie gelegt wurde. Und die Strafen? Sie trafen nicht alle gleich. Männer fanden Ausreden, zahlten geringe Bußen und gingen frei davon. Frauen jedoch zahlten mit ihrer Ehre, mit ihrem Körper, manchmal mit ihrem Leben. Stellt euch die Szene vor. Ein Dorfplatz, die Glocken dröhnen bedrohlich, Trommeln peitschen durch die Menge. Alle strömen zusammen. In der Mitte steht eine Frau, angeklagt, untreu gewesen zu sein. Ein scharfes Scherenknacken, kaltes Eisen auf der Haut. Der letzte Zopf fällt zu Boden. Die Menge johlt höhnisch. Einige spucken ihr ins Gesicht. Kinder schreien und zeigen mit Fingern. Sie wird gezwungen, barfuß durch die Straßen zu gehen. Das Haar geschoren, begleitet von Hohn, Spott und Verachtung. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein einziges Gerücht genügte, um ein Leben zu vernichten? Und es war keine Seltenheit. Ein Beispiel aus den Chroniken. Eine junge Frau, kaum 20 Jahre alt, wurde der Untreue bezichtigt. Beweise? Kaum vorhanden. Doch es genügte. Sie wurde öffentlich entehrt. Ihr Haar fiel unter dem Scherengeräusch. Und sie wurde aus dem Dorf gejagt. Ihr Mann jedoch blieb unberührt. Er konnte weiterleben. Er konnte wieder heiraten. Das Mittelalter war gnadenlos. Ehre und Ruf wogen schwerer als Wahrheit oder Gerechtigkeit. Ein einziges Flüstern konnte ein Leben zerstören. Und die Kirche? Sie sanktionierte diese Urteile. Sie predigte, dass Untreue eine Todsünde sei, die mit ewiger Verdammnis vergolten werden müsse. Die Frauen lebten in ständiger Angst. Jeder Blick, jedes Gerücht konnte das Todesurteil sein. Doch was geschah hinter verschlossenen Türen? Welche verbotenen Sehnsüchte, welche heimlichen Leidenschaften wurden dort verborgen? Hinter verschlossenen Türen hoffte man auf einen Funken Geborgenheit, einen Augenblick von Freiheit, einen Atemzug von Liebe. Doch selbst dort griff die Kirche mit eiserner Hand ein. In alten Beichtbüchern standen gnadenlose Vorschriften, was erlaubt war und was verdammt war. Es gab Tage, an denen jede Berührung strengstens untersagt war. Nicht nur an Sonntagen, sondern an über 100 Tagen im Jahr. Während der Fastenzeit, an hohen Feiertagen.
sogar im Advent. Das Schlafzimmer war kein Ort der Zärtlichkeit. Es war ein Gefängnis voller Regeln. Man glaubte, dass Kinder, die an verbotenen Tagen gezeugt wurden, schwach, verflucht, vom Teufel gezeichnet sein könnten. Ein Glaube, wie ein schwarzer Schatten, der über jeder Familie lastete. Stellt euch vor, ein junges Paar, in seiner kleinen Hütte. Sie glauben, niemand sieht sie, doch am nächsten Morgen frisst sich das Gerede wie ein Flächenbrand durch das Dorf. Die Nachbarn flüstern, die Gemeinde verurteilt. Das Kind, das später geboren wird, ist kränklich, die Mutter drückt es verzweifelt an ihre Brust. Tränen laufen über ihr Gesicht, während die Leute starren und zischen. Ein Kind der Sünde, ein Zeichen des Teufels. Wie würdet ihr leben, wenn selbst euer eigenes Kind als Schuld gebrandmarkt würde? Auch die Art der Nähe wurde seziert. Eine Stellung galt als rein, alles andere als sündhaft. Wer dagegen verstieß, riskierte ewige Verdammnis. In manchen Gegenden sprossen absurde Warnungen. Man raunte, bestimmte Handlungen könnten Unheil bringen. Manche glaubten, dass Dämonen in der Nacht am Bett lauerten. Das Schlafzimmer, der privateste aller Räume, verwandelte sich in einen Ort der Angst. Nicht Liebe herrschte dort, sondern Kontrolle, Drohung, Verdammnis. Und wieder waren es die Frauen, die das härteste Joch trugen. Wenn etwas schief ging, war es ihre Schuld. Wenn ein Gerücht entstand, fraß es sich zuerst in ihr Leben. Die Männer blieben geschützt im Schatten. Doch die Frauen bezahlten mit Schande, mit Tränen, manchmal mit ihrem Leben. Und die Frage bleibt, wie sah das Leben dieser Frauen wirklich aus? In einer Ehe, in der sie kaum Rechte hatten und fast keine Hoffnung? Im Mittelalter war eine Frau fast niemals Herrin ihres Lebens. Sie war Tochter, sie war Ehefrau, sie war Witwe, doch frei war sie so gut wie nie. Von Geburt an galt sie als Besitz. Zuerst des Vaters, dann des Ehemanns und manchmal sogar der Obrigkeit. Eine Ehe bedeutete für die meisten Frauen Unterwerfung ohne Ausweg. Sie waren fast entrechtet, zum Schweigen gezwungen, und wenn sie widersprachen, drohte gnadenlose Strafe. Stellt euch die Szene vor. Ein enges Haus im Dorf. Der Mann sitzt schweigend am Tisch. Die Frau wagt es, ihm zu widersprechen. Langsam erhebt er sich, greift nach der kleinen Rute an der Wand. Die sogenannte Eherute. Ein Symbol seines angeblichen Rechts, seine Frau zu züchtigen. Das Holz schlägt hart, die Luft gefriert, sie hält den Atem an, die Augen weit vor Angst. Ihre Schreie zerreißen die Gasse. Die Nachbarn hören sie, Kinder bleiben stehen, doch niemand kommt, denn diese Grausamkeit galt als alltäglich, als Recht des Mannes. Könnt ihr euch vorstellen, in einem Leben gefangen zu sein, in dem Selbstgewalt als göttlich abgesegnetes Recht galt? Für Frauen gab es fast keine Möglichkeit, sich zu wehren. Gesetze boten selten Schutz, und wenn doch, fehlten ihnen die Mittel, es einzufordern. Die Kirche verschärfte diese Knechtschaft. Sie predigte, dass Frauen dem Mann untertan sein müssten, dass ihr Platz das Haus sei, dass Schweigen eine Tugend sei. Und doch gab es Frauen, die Widerstand leisteten, leise, im Verborgenen. Sie flüsterten von Gerechtigkeit, von einem anderen Leben. Ihre Stimmen waren schwach, aber sie waren da. Wenn ihr glaubt, dass solche Geschichten niemals vergessen werden dürfen, unterstützt unseren Kanal. Abonniert und schreibt in die Kommentare, welche Szene euch am tiefsten erschüttert hat. Denn die Ehe im Mittelalter war nur selten ein Bund der Liebe. Viel öfter war sie ein Geschäft, ein Handel zwischen Familien, ein Handel auf dem Rücken der Frauen. Liebe im Mittelalter war kaum je der Grund für eine Ehe.
Das Herz wog nichts. Was zählte, waren Verträge. Eiskalte Berechnungen. Strategien im Spiel um Macht. Für Adlige war die Ehe eine Waffe. Ein Zwangsbündnis zwischen Häusern. Ein Schachzug gegen Feinde. Und für mehr Einfluss. Stellt euch einen großen Saal vor. Fackeln werfen flackerndes Licht auf kalte Steinwände. An einem endlosen Tisch sitzen zwei Familien. Vor ihnen Pergament. Darauf Zahlen, Namen, Ländereien. Daneben die Tochter, kaum 16. Der Blick gesenkt. Die Finger krallen sich verzweifelt in den Stoff ihres Kleides. Sie weiß, ihr Leben wird in diesem Augenblick verhandelt. Nicht mit ihr, sondern über sie. Für Bauern war die Ehe ein verzweifeltes Bündnis des Überlebens. Zwei Familien warfen ihre Felder zusammen, teilten Werkzeuge, Lasten, Schulden. Ein Schwiegersohn war eine weitere Hand am Pflug. Eine Schwiegertochter, eine Magd im Haus. Doch was geschah, wenn jemand wagte, aus Liebe zu heiraten? Dann begann das Gift der Gerüchte. Nachbarn flüsterten, Eltern bebten vor Angst, Besitz und Ehre zu verlieren. Liebe galt als Wahnsinn, Handel als Verstand. Ein Beispiel aus den Chroniken. Ein junger Mann verweigerte die Frau, die sein Vater für ihn bestimmt hatte. Er liebte eine andere, die er wirklich wollte. Das Dorf lachte ihn aus. Die Freunde nannten ihn verrückt. Der Vater verstieß ihn. Das Erbe ausgelöscht. Das Feld verloren. Der Name getilgt. Alles für ein Gefühl. Könnt ihr euch vorstellen, eure Ehe, eure Zukunft, als Zahl auf einem Pergament? Liebe war ein Märchen, Handel die Realität. So wurde Ehe im Mittelalter zu einem Geschäft. Ein Handel mit Land, mit Besitz, mit Macht. Liebe war selten, und wenn sie existierte, dann heimlich, im Schatten. Doch dieses System hat Narben hinterlassen. Bis heute tragen wir Bilder von Ehe in uns. Bilder von Pflicht, von Vertrag, von Last, nicht nur von Liebe. Und die Frage bleibt, welches Erbe hat die Ehe des Mittelalters wirklich hinterlassen? Ein Erbe, das uns noch heute fesselt. Das Mittelalter ist längst vorbei. Und doch lebt sein Gift weiter. Die Bilder der Ehe, als Pflicht, als Kette, als Vertrag, haben Jahrhunderte überdauert. Noch heute hören wir Sätze wie, die Frau gehört ins Haus. Oder, eine Ehe ist für immer, egal, was geschieht. Worte, versteinert in unseren Köpfen. Worte, aus dem Dunkel des Mittelalters. Die Mythen von Ehre, Reinheit, Gehorsam sind nicht verschwunden. Sie haben ihre Gestalt verändert. Doch sie sind geblieben, wie Brandmale, eingebrannt in unsere Kultur. Stellt euch eine Szene von heute vor. Eine junge Frau sitzt im Büro. Ein Kollege flüstert, Karriere passt nicht zu ihr. Sie sollte heiraten und Kinder bekommen. Ihr Herz stolpert, ihre Lippen pressen sich zusammen. Im Hintergrund lachen die anderen. Ein Satz, wie ein Echo aus der Finsternis des Mittelalters. Oder ein junges Paar, das heiratet, weil es sich so gehört. Nicht aus Liebe, nicht aus freiem Willen. Die Familie drängt, die Nachbarn tuscheln, und die beiden beugen sich. Die Ketten des Mittelalters halten noch immer. Könnt ihr euch vorstellen, wie tief die Vergangenheit in unser Leben greift, während wir glauben, frei zu sein? Die Ehe des Mittelalters predigte, dass Liebe zweitrangig sei, dass Besitz, Pflicht und Gehorsam mehr zählten, und dieser Fluch hallt bis heute nach. Doch vielleicht liegt genau hier die bittere Wahrheit. Sind wir wirklich frei von diesen alten Mustern? Oder tragen wir sie, unbewusst, in jeder Familie, in jedem Haus, in uns selbst? Das Erbe der Ehe im Mittelalter ist kein totes Kapitel. Es ist ein Spiegel, der uns zwingt, hinzusehen. Und vielleicht ist die Wahrheit härter
als wir ertragen wollen. Das Mittelalter ist nicht vorbei. Es lebt in uns. Es herrscht über uns. Wir haben gesehen, Kinder mit Tränen im Gesicht, gezwungen vor den Altar, Frauen mit geschorenem Haar, öffentlich gedemütigt von der Menge, Männer, die handelten, während wahre Liebe im Schatten erstickte, und eine Kirche, die mit eiserner Hand selbst das Schlafzimmer beherrschte. Das Mittelalter war eine Zeit gnadenloser Kontrolle, eine Epoche, in der Pflicht und Besitz schwerer wogen als jedes Herz und jedes Gefühl. Doch die Frage bleibt, sind wir heute wirklich frei von diesen Mustern? Oder tragen wir sie, unbewusst, wie unsichtbare Fesseln, noch immer in uns? Die Geschichte ist ein unerbittlicher Spiegel. Und wenn wir hineinschauen, sehen wir nicht nur die Vergangenheit. Wir sehen uns selbst, denn die dunkelsten Schatten kommen nicht nur aus der Vergangenheit. Sie entstehen in uns. Wenn euch diese Reise erschüttert hat, dann schreibt in die Kommentare, welche Szene euch am tiefsten getroffen hat. Vergesst nicht zu abonnieren, damit diese Stimmen niemals verstummen. Und schaut in unsere Playlist Alltag im Mittelalter für noch mehr Einblicke in eine Zeit so dunkel und so faszinierend zugleich.